Moin Moin und herzlich willkommen bei Pole Plaisir. Heute machen wir zusammen mal Sauerkraut, und zwar selbst eingelegtes Sauerkraut. Das geht eigentlich auch sehr einfach. Dafür brauchen wir einen Weißkohl hier in dem Fall. Es geht auch Rotkohl, Spitzkohl, alle Arten. Eigentlich gehen alle Arten von Gemüse. Dann eine Schüssel. Einmachgläser habe ich mir hier besorgt, gehen aber auch andere. Eine Waage ist immer ganz gut. Und Salz, aber nicht das Salz, sondern wir brauchen ein unbehandeltes Salz. Ein Meersalz zum Beispiel. Ist gar nicht so einfach zu finden. Die meisten Salze haben Zusatzstoffe. Müsst ihr genau drauf schauen. So, dann nehme ich die erste Schicht vom Kohl ab. Die brauche ich nachher zum Abdecken von dem Glas. Das seht ihr dann gleich, das zeige ich euch noch. Dann schneide ich den Kohl in Viertel. Schneidet sie entlang dem Strunk, damit ihr in jedem Teil einen Strunk habt. Den Strunk schneide ich nicht raus, den lasse ich direkt so drin, weil ich den Kohl nachher gleich hobel. Und der Strunk hält mir die Blätter zusammen und ich kann mich einfach an ihm festhalten, quasi ohne mir die Finger zu hobeln. Ich mache hier den Kohl relativ dünn, weil ich das geschmacklich besser finde, wenn der nicht so grob ist. Das könnt ihr machen, wie ihr es am liebsten habt. So, wie ihr hier seht, habe ich einfach um den Strunk quasi rumgehobelt, bis einfach nur der Strunk übrig bleibt. Passt auf eure Finger auf oder noch besser nehmt einen Schutz dafür. So sieht das bei mir aus. Dann brauchen wir das Salz. Ich nehme 20 Gramm auf 1 Kilogramm Kohl. Man kann das auch mit einer Salzlake machen, im Prinzip jedes Gemüse. Und das ist gleich auf 1 Liter Wasser 20 Gramm Salz. So, jetzt kneten wir das Ganze durch. Hier in dem Fall von dem Sauerkraut brauchen wir nämlich kein zusätzliches Wasser, sondern wir nehmen wirklich nur den Saft, der aus dem Gemüse austritt. Ja, richtig schön durchkneten, alles durchpressen. Man hört dann, dass es knackt, das heißt die Zellen brechen auf. Dadurch läuft der Zellsaft raus. Es geht relativ schnell. Ihr könnt das jetzt auch einfach ein paar Minuten stehen lassen, dann zieht das Wasser von ganz alleine. Ein bisschen kneten geht einfach schneller. Nach dem gleichen Prinzip kann man fast jedes Gemüse eigentlich fermentieren. Ich zeige euch nachher noch ein kleines Beispiel, was man noch machen kann. Man muss das auch gar nicht immer klein schneiden, sondern man macht das Gemüse so, wie man es haben möchte. Salzlake drauf und das funktioniert genauso wie bei Sauerkraut. So, das Salz ist übrigens sehr, sehr wichtig. Ohne das würde es nicht gehen, denn das Salz sorgt dafür, dass das Sauerkraut durch Milchsäure fermentieren kann und nicht durch schädliche Bakterien, die wir nicht haben wollen, verdirbt. So, ich mache jetzt noch ein paar Lorbeerblätter rein. Ich mache das hier ganz klassisch. Ein bisschen Kümmel und ein paar Wacholderbeeren. Man könnte es aber auch ganz anders machen, wie zum Beispiel ein Kimchi. Man könnte jetzt hier einfach ein bisschen Chili dazugeben, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Knoblauch. Also man kann da wirklich sehr, sehr viele Sachen mitmachen. So, dann habe ich das Einwegglas. Wichtig, dass es sauber ist. Ja, am besten mal mit heißem Wasser gut auswaschen. Und jetzt pressen wir unser Sauerkraut hier rein. Ist ein bisschen Fummelarbeit. Geht aber auch ganz gut. Schaut, dass ihr dann am Ende den Rand von dem Glas relativ sauber habt. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, wie gesagt, dass das komplette Gemüse von der Lake bedeckt ist. Wir wollen nicht, dass irgendwas rausschaut später, sondern das könnte dann verderben. Das mit dem Löffel könnt ihr euch hier am besten übrigens auch sparen, sondern nehmt nachher gleich die Hand, weil mit dem Löffel kommt ihr da nicht wirklich weit. So, alles schön reinpressen. Jetzt seht ihr auch schon, dass da sehr viel Saft bei entsteht. Da wird natürlich noch deutlich mehr Saft entstehen, wenn ihr das erstmal in der Nacht stehen lasst. Weil das Salz wird weiterhin Flüssigkeit dem Kohl entziehen. Aber im Prinzip ist es kein Problem, das komplette Kraut zu bedecken mit der eigenen Flüssigkeit alleine. So, ich habe jetzt hier ein bisschen wenig gemacht. Ich habe nicht den ganzen Kohl gehobelt. Ich dachte, das würde reichen. Muss jetzt aber noch ein bisschen mehr hobeln, damit das Glas auch einigermaßen voll wird.
fressen alles. So, dann habe ich noch ein bisschen nachgehobelt, habe das gleiche gemacht, das waren nochmal 500 Gramm. Dementsprechend habe ich 10 Gramm Salz noch drauf getan. So, den Deckel schön sauber machen. Alles nochmal runterdrücken. Ich habe das Glas ein kleines bisschen voll gemacht, also wenn ihr es macht, macht ein bisschen weniger, dass ein paar Zentimeter noch Platz sind. Weitere Infos findet ihr übrigens auf meiner Webseite. Der Link ist unten in der Infobox. Da sage ich auch noch ein bisschen was dazu, wie lange man das aufheben kann und wie man es am besten lagert. So sieht das aus, jede Menge Flüssigkeit oben drauf. Jetzt kommt das Blatt zum Einsatz, was ich ganz am Anfang aufgehoben habe. Das schneide ich mir jetzt noch ein bisschen in Form, damit das in das Glas passt. Das soll ein bisschen breiter als das Glas sein, damit ich das reindrücken kann. Und das ist dann nachher dazu da, damit mir das Sauerkraut einfach unter der Flüssigkeit bleibt, damit wirklich nichts nach oben kommt. Weil nachher bei dem Gärvorgang steigen Gase nach oben und dann treibt das Gemüse immer nach oben. So, dann mache ich noch so eine Tasse dazu. Die mache ich jetzt nur da rein, damit das wirklich runtergedrückt wird, dass es wirklich alles schön gepresst ist und nichts oben über der Flüssigkeit steht. Und so kommt das dann bei Zimmertemperatur ungefähr 3 bis 7 Tage. Dann gärt das schön. Wenn die Gärung vorbei ist, könnt ihr das kühler stellen, in den Keller. Dann könnt ihr es auch im Kühlschrank stellen. Bis zu 6 Wochen Reifezeit ist kein Problem. Ihr könnt es aber auch schon nach 2 Wochen essen. So, das war eine andere Variante, die ich noch gemacht habe. Da ist jetzt alles, alle möglichen Arten Gemüse. Karotten sind da drin, Paprika, Brokkoli. Ein bisschen Ingwer habe ich rein, Chili, Knoblauch. Oben wieder so ein Platz zum Abdecken auch. Und hier seht ihr schon, das gärt schon. Das ist jetzt 2 Tage alt. Kann man hier gut erkennen. Hier steigen erste Blasen auf. Ihr solltet das Glas immer wieder mal ein bisschen aufmachen. Am besten jeden Tag, damit die Gase raus können. Sonst entsteht Kohlensäure in dem Gefäß. Und dann habt ihr nachher, wenn ihr es nach einer Woche aufmacht, geht das einfach hoch wie eine Sprudel, die man geschüttelt hat. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was über Sauerkraut lernen. Wenn ihr Fragen dazu habt, postet die unten gerne in den Kommentaren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt für das Video. Abonniert gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.